Heute möchte ich euch zeigen, wie man Maschen verschränkt aufnimmt, und zwar n nach rechts und nach links geneigt. Diese Zunahme benutze ich in vielen meiner Anleitungen für Schals, wo man zum Beispiel ein Dreieck strickt und das dann immer größer haben möchte. Und man kann das mit Umschlägen machen, dann gibt es ein kleines Loch, oder man kann es, wie gesagt, mit den verschränkten Maschen machen und dann verschwinden diese im Gestrickten und hinterlassen keine Löcher. Diese verschränkten Maschen sind in meinen Strickanleitungen mit diesen Symbolen gekennzeichnet. Und zwar heißt mit einem L gekennzeichnete Feld heißt, dass dies eine Masche nach links verschränkt zugenommen wird. Dann habe ich hier noch das Symbol mit einem R, mit einem großen R drin. Das bedeutet dann, dass die Masche rechts verschränkt zugenommen wird. Ich habe hier ein kleines Infoblatt gemacht, das du auf Anfrage gerne bei mir bestellen kannst. Und wie das nun gestrickt wird, zeige ich dir jetzt. Und zwar stricke ich zuerst die Randmaschen. Hier in diesem Fall sind es 3 Maschen rechts, ein Rippenrand, das kann aber auch genauso gut ein I-Cord-Rand sein. Dann nehme ich hier eine Masche nach links geneigt zu. Und zwar siehst du hier diesen Querfaden, hier zwischen diesen 2 Maschen. Diesen hebst du hier auf die linke Stricknadel und der Faden zeigt dann nach links und dann stichst du von hinten, also von vorne nach hinten in die Masche ein und strickst sie ab. Und dann kannst du hier sehen, dass hier der Faden nach links geht und darum heißt sie links verschränkt gestrickt. Dann stricke ich weiter und zeige dir, wie man eine rechts verschränkte Masche strickt. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angelangt und möchte jetzt eine Masche nach rechts verschränkt stricken. Hierzu nehme ich wieder diesen Querfaden wie schon zuvor, hebe ihn dieses Mal von vorne auf die linke Stricknadel. Und dann siehst du schon hier diesen Faden, er ist schon nach rechts geneigt und in diesem Falle stricke ich die Masche von vorne ab. Das heißt, ich stricke jetzt hier, also steche hier in die Masche ein. Wenn ich sie erwische und stricke sie dann so rechts ab. Und dann siehst du hier, der Faden, der geht nach rechts jetzt. Und darum heißt sie auch rechts verschränkt gestrickte Masche. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Und dann ende ich die Reihe wieder mit meinen 3 Randmaschen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich schaue mal, dass ich das dir noch von nahem zeigen kann. Also hier siehst du
eine links verschränkte Masche, hier nochmals eine, hier wieder eine, hier eine und hier geht das Ganze nach rechts, hier und hier. Und wie gesagt, der Vorteil ist, dass man hier dann die Zunahmen nicht mehr sehen kann und es keine Löcher gibt. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Stricken.